Unsere Panamericana-Tour beginnt mit einer Frachtschiffreise nach Südamerika. Wir durchqueren den Kontinent von Süd nach Nord und verschiffen von Kolumbien nach Costa Rica. Anschließend fahren wir bis in den hohen Norden nach Nordamerika und am Ende geht es von Kanada zurück nach Deutschland. Insgesamt waren wir 5 Jahre lang auf dem amerikanischen Doppelkontinent unterwegs. Für die Fahrt nach Südamerika bietet die Grimaldi-Linie die Möglichkeit, dass man zusammen mit seinem Fahrzeug auf einem Frachtschiff mitfährt. Neben Tausenden von Containern und Hunderten von Autos dürfen nur maximal 12 Passagiere an Bord. Nachdem wir unseren Unimog unter Deck geparkt haben, beziehen wir die Kabine. Die ist für die nächsten 4 Wochen unser Zuhause. Bei Sonnenaufgang laufen wir aus dem Hamburger Hafen aus. An diesem Tag können wir uns noch gar nicht vorstellen, dass wir tatsächlich auf dem Weg nach Südamerika sind. Alles ist in dem Moment noch unvorstellbar weit weg. An Bord sind wir auf die Idee gekommen, eine Flaschenpost ins Meer zu werfen. Wir haben die Nachricht für unsere Flaschenpost in Deutsch, Englisch und Spanisch verfasst und wir hoffen natürlich, dass sie jemand findet und uns dann Bescheid gibt. Unser Brief ist auf eine Art Wachspapier geschrieben, damit die Schrift nicht verwischt, wenn die Flasche im Wasser treibt. Die Flasche wird gut verschlossen und irgendwo auf der Strecke zwischen Westafrika und Südamerika geht sie über Bord. Nach insgesamt 30 Tagen auf See erreichen wir unser Ziel und kommen in Buenos Aires in Argentinien an. Die Stadt liegt an der Mündung des Rio de la Plata in den Atlantik und ist seit 1880 die Hauptstadt Argentiniens. Vor unserer Abreise nach Südamerika haben wir in Deutschland einen Flugschein gemacht, damit wir mit unserem Ultraleichttrike fliegen dürfen. Unser erstes Ziel ist deshalb ein privater Flugplatz außerhalb von Buenos Aires, wo wir ein paar Tage bleiben werden. Der Aufbau des Trikes dauert ungefähr 2 Stunden, dann sind wir startklar und es kann losgehen. Aus Gewichtsgründen haben wir nur einen Einsitzer und so fliegen wir abwechselnd über die berühmte Pampa mit ihren riesigen Graslandschaften. Nach einer guten Woche geht es für uns weiter in südlicher Richtung. Wir sind tagelang unterwegs, bis wir die Halbinsel Valdés erreichen. Die ist die größte argentinische Halbinsel und bekannt für ihre Tierwelt. Valdés ist eines der wichtigsten Naturschutzgebiete der Welt. Uns hat es dort so gut gefallen, dass wir gleich 2-mal dorthin gefahren sind. Spätestens ab hier haben wir den Wind als ständigen Begleiter und er ist typisch für den Süden Südamerikas. An der Küste von Valdés kann man Seelöwen beobachten. Bis zu 3000 Tiere leben hier das ganze Jahr über. Bei ihnen ist immer was los, denn die Männchen sind die ganze Zeit damit beschäftigt, sich um die Weibchen zu streiten und sich gegenseitig zu vertreiben. An anderen Strandabschnitten sehen wir Magellan-Pinguine. Ab Ende August kommen zuerst die Männchen an die Küste, um die Nistplätze anzulegen.
Kurz danach folgen die Weibchen und die Pinguine bleiben zur Paarung und zur Brutzeit auf Valdez, bevor sie in der kalten Jahreszeit wieder in wärmere Gegenden weiterziehen. Unser absoluter Lieblingsplatz auf Valdez ist diese Bucht hier. Jedes Jahr ab Juli kommen nämlich die Wale in die Buchten um Valdez. Am meisten Tiere sieht man in der Zeit von Oktober bis November. Die männlichen Wale kommen jedes Jahr, die Weibchen nur alle 3 Jahre. Die Tiere paaren sich hier und die Weibchen bringen ihre Jungen zur Welt. Die Wale schwimmen relativ lange an der Oberfläche und wir können die Tiere direkt vom Strand aus beobachten. Die Tage auf Valdez sind einfach unvergesslich, aber irgendwann geht es dann weiter. Vor uns liegen schließlich noch 2000 Kilometer Fahrt durch Patagonien, bis wir nach Feuerland kommen. Patagonien ist die südlichste Landschaft in Südamerika und sie erstreckt sich über Chile und Argentinien. Im argentinischen Teil ist die Landschaft durch steppenartige Ebene geprägt und nur dünn besiedelt. Gerade mal 2 Einwohner teilen sich einen Quadratkilometer. Auf tausenden Kilometern Schotterpiste kann man in diesem einsamen Gebiet herumfahren. Nach einigen Fahrtagen erreichen wir Ushuaia, die südlichste Stadt der Welt. Sie liegt windgeschützt direkt an der Bucht des Beagle-Kanals und ist die Hauptstadt der argentinischen Provinz Feuerland. Im Stadtzentrum gibt es so gut wie keine Sehenswürdigkeiten. Viel interessanter ist ein Ausflug zum Nationalpark Feuerland. Hier treffen sich nämlich jedes Jahr zwischen Weihnachten und Silvester Südamerika-Reisende, die gerade mit einem eigenen Fahrzeug auf dem Kontinent unterwegs sind. Es ist eine der wenigen Gelegenheiten in Südamerika, wo man auf einen Schlag so viele Reisende trifft. Man tauscht aktuelle Reiseinfos aus, plant die weitere Route oder erledigt anfallende Arbeiten am Fahrzeug. Und bei dem wechselhaften Wetter ist natürlich das Lagerfeuer der ständige Treffpunkt. Für das bevorstehende Silvesteressen werden 2 Schafe gekauft, die bei einem richtigen argentinischen Asado auf dem offenen Holzfeuer gegrillt werden. Nach 2 Stunden ist es endlich soweit und alle treffen sich in einer großen Runde zu einem exklusiven Silvesteressen am Ende der Welt. Die Landschaft auf Feuerland ist faszinierend. Es gibt riesige Laubwälder und die Bäume und Pflanzen haben sich hervorragend an das raue Klima angepasst. Wir fahren noch bis zum Beagle-Kanal und erreichen dort den südlichsten Punkt unserer Reise. Ab jetzt geht es für uns in Richtung Norden
und wir werden immer wieder zwischen Chile und Argentinien hin und her wechseln. Ein erster Höhepunkt in Chile ist der Nationalpark Torres del Paine. Er ist 1959 gegründet worden. Der Park ist bei Touristen sehr beliebt, obwohl das Wetter hier extrem wechselhaft ist. Sonnenschein, Nebel und Regen können sich im Minutentakt abwechseln und dazu auch noch der ständige und heftige Wind. Doch die grandiose Bergwelt sowie grüne und blaue Gletscherseen entschädigen dann für vieles. Die nächste Sehenswürdigkeit liegt wieder in Argentinien. Wir sind am Perito Moreno Gletscher. Er ist zwar nicht der größte Gletscher der Welt, aber dafür der aktivste. An der 4 Kilometer langen und 60 Meter hohen Eiskante, da gibt es immer wieder kleine und größere Abbrüche, die sich sehr spektakulär in den Lago Argentino stürzen. Wir fahren weiter nach Chile und kommen nach Pucón, einen sehr beliebten Ferienort am Fuße des Vulkans Villarrica. Der Ort und die Gegend erinnern uns irgendwie an das Alpenvorland und hier verbringen wir ein paar erholsame Tage, bevor wir einen Abstecher nach Süden machen. Unser Ziel ist die Insel Chiloé. Sie ist die zweitgrößte chilenische Insel und bekannt für ihre Stelzenhäuser. Bei Flut können die Fischer direkt an ihrem Haus anlegen. Ein weiteres Wahrzeichen der Insel sind die Holzkirchen, von denen einige auf der UNESCO-Weltkulturerbeliste stehen. Holz spielt auf Chiloé eine große Rolle, weil es das einzige Baumaterial ist, das es vor Ort gibt. Bei einer der vielen kleinen Schiffswerften bekommen wir erklärt, dass die Fischerboote noch in Handarbeit hergestellt werden. Und die Bauzeit für ein Schiff in dieser Größe beträgt etwa 4 Monate. Der Fischfang hat auf Chiloé eine lange Tradition. Das kalte Wasser des Pazifiks begünstigt die Planktonbildung und wo es viel Plankton gibt, kommen auch Fische in großen Schwärmen vor. Auf den einheimischen Märkten findet man dann alles, was das Meer so hergibt. Und vieles davon sieht für uns ziemlich gewöhnungsbedürftig aus. Seeigel zum Beispiel gelten als Delikatesse, man isst sie gleich roh vor Ort. Eine weitere Spezialität sind Picorocos. Das sind Seepocken, die ebenfalls gleich frisch auf dem Markt angeboten werden. Und für uns gehört es beim Reisen dazu, dass man auch mal ungewöhnliche Sachen ausprobiert. Die Panamericana führt von der Insel Chiloé bis in den Norden von Chile. Wir sind jetzt in der Atacama-Wüste unterwegs und kommen dabei nach Chacabuco. In der ehemaligen Salpeterfabrik, mitten in der Wüste, haben in den 1920er Jahren bis zu 5000 Menschen gelebt und gearbeitet. In den 1970er Jahren hat man hier politische Gefangene eingesperrt. Heute ist Chacabuco eine Geisterstadt und steht unter Denkmalschutz. Eine Sehenswürdigkeit der anderen Art ist die Mano del Desierto, die Wüstenhand. Ein chilenischer Künstler hat diese Skulptur im Jahre 1992 geschaffen. Sie steht südlich von Antofagasta, mitten im Nichts, und ist bei der Fahrt durch die kahle Atacama-Wüste eine willkommene Unterbrechung. Die Atacama-Wüste ist mehr als 15 Millionen Jahre alt und zählt zu den trockensten Gebieten der Welt. Hier liegt auch das Mondtal, das Valle de la Luna. Was hier so weiß ausschaut,
ist kein Schnee, sondern Salz. Die Ablagerungen von Salzseen haben sich im Laufe von Jahrtausenden zu einem Gebirge aufgefaltet. Das Tal ist nur wenige Kilometer von San Pedro de Atacama entfernt. Der kleine Ort liegt auf 2400 Metern Höhe und ist bei Touristen sehr beliebt, weil man von hier aus viel unternehmen kann. Ein sehr beliebter Ausflug geht zu den El Tatillo-Geysiren. Das Geysirfeld liegt auf 4300 Metern Höhe und ist damit das höchstgelegene der Welt. Das Wasser von den umliegenden Schneefeldern sickert in das poröse Gestein und trifft auf heißes Vulkanmagma. Dadurch wird es aufgeheizt, steigt nach oben und blubbert und sprudelt aus Löchern. In den nächsten Wochen bleiben wir weiterhin im Altiplano, einer Hochebene, die sich über die Länder Argentinien, Chile, Bolivien und Peru erstreckt. Wir sind die meiste Zeit in Höhen zwischen 3500 und 5000 Meter unterwegs. Es ist eine einsame Gegend mit unzähligen Lagunen, die von schneebedeckten Bergen und Vulkanen umgeben sind. Die Faszination des Hochlandes ist nur schwer in Worte zu fassen. Die kleinen Dörfer, durch die wir kommen, sind die meiste Zeit des Jahres verlassen und werden von den Aymara-Indianern nur beim Abhalten von Feierlichkeiten bewohnt. Immer wieder treffen wir auf Lamas und Alpakas, die hier oben als Nutztiere gehalten werden. Wir sind lange auf der Suche nach naturbelassenen heißen Quellen, in denen man auch baden kann. Im Lauca Nationalpark finden wir dann einen schönen Platz an einer einsamen Quelle und fangen jeden Tag mit einem heißen Bad an. Wir sind nun schon einige Wochen in der Höhe unterwegs und haben uns ganz gut akklimatisiert. Es macht uns auch nichts aus, wenn wir zum Beispiel auf 4300 Metern Höhe übernachten. Nur der Unimog braucht morgens eine ganze Weile, bis er auf Touren kommt, denn nachts sinken die Temperaturen weit unter den Gefrierpunkt. Nach einigen Tagen müssen wir uns leider losreißen, schließlich wollen wir weiter nach Bolivien. Auf 4000 Meter Höhe, mitten im Nichts, liegt die chilenisch-bolivianische Grenze. Wir reisen an einem winzigen Grenzübergang im Südwesten Boliviens ein. Von hier aus fahren wir direkt weiter zur Laguna Verde. Die grüne Lagune liegt am Fuß des Vulkans Licancabur auf 4300 Meter Höhe. Ihre Farbe kommt von einer Mineralienmischung, die zwischen Grün und Türkis schimmert. In dieser Gegend gibt es keine Orte und keinerlei Versorgungsmöglichkeiten. Man ist völlig auf sich alleine gestellt und darf nicht auf Hilfe hoffen, wenn etwas passiert. Erst als wir in die kleine Stadt Uyuni kommen, können wir uns wieder versorgen. Uyuni liegt auf über 3600 Meter Höhe und das Klima hier ist das ganze Jahr über kalt und trocken. Für uns ist Uyuni der Ausgangspunkt zur Überquerung des Salzsees Salar de Uyuni. Der Salar de Uyuni ist die größte Salzfläche der Welt. Er ist ungefähr 150 Kilometer lang, 130 Kilometer breit und liegt auf 3650 Meter Höhe. Wir haben zwar ein Satellitennavigationsgerät, aber es ist noch die Anfangszeit und so sind wir es gewohnt, unsere Route mit Karte und Kompass wie eh und je zu planen.
Die Einheimischen bezeichnen den Salar als Weißes Meer und der Name ist wirklich zutreffend. Die ganze Umgebung hat etwas Unwirkliches an sich und macht die Fahrt auf dem Salzsee zu einem wirklich einmaligen Erlebnis. Drei Tage später sind wir in Potosí. Im 16. Jahrhundert haben die Spanier im Berg Cerro Rico riesige Silbervorkommen entdeckt. Seitdem ist Bergbau die Haupteinnahmequelle für die Einwohner. Und das Dynamit, das heutzutage von den Arbeitern dort verwendet wird, kann man völlig legal auf einem Markt kaufen. Silber gibt es heute kaum noch. Inzwischen baut man hauptsächlich Zinn, Blei oder Kupfer ab. Wir wollen natürlich eine der vielen Minen besichtigen und schließen uns deshalb einer geführten Tour an. Unser Führer hat selbst einmal in der Mine gearbeitet. Wir folgen ihm in den stockdunklen Stollen und kommen als erstes zu El Tío. Del siglo XVI a principios del siglo XIX. Gracias al presente, un poquito por la Pachamama. Salud al tío. Pachamama. Salud al tío. Salud al tío. Nachdem der Schutzgott den Minenarbeiter mit Alkohol gnädig gestimmt ist, kriechen wir weiter in den Berg hinein. Wir schieben uns durch die schulterbreiten Löcher immer weiter in das dunkle Labyrinth, bis wir auf die ersten Arbeiter treffen. In diesem Teil des Berges können sich die wenigsten Familien Maschinen leisten. Hier muss immer noch per Hand gearbeitet werden. La mecha que tiene pólvora al medio. Ese está plastificado, puede ser la explosión dentro del agua, húmedo, no hay problema. Y presión acá, hay un límite, no de acá, de acá. Wir haben auf dem Markt Dynamit gekauft, aus dem unser Führer einen riesigen Knödel baut und damit will er uns eine Sprengung vorführen. Tenemos listo. Aquí está la pólvora. Sí. Y luego podemos encender. Zündet die Lunte an und ich muss das Ganze kurz halten, weil er noch irgendwo rumkramt. Ehrlich, ich hätte mir zu diesem Zeitpunkt fast in die Hosen gemacht. Wir müssen uns einen sicheren Platz suchen, warten bis es knallt und hoffen, dass nichts passiert. Wie lange diese Stollen noch halten werden, will man lieber nicht wissen, wenn man hier hineingeht. Die bekannteste und wichtigste Stadt in Bolivien ist La Paz. Sie ist Mitte des 16. Jahrhunderts von den Spaniern gegründet worden. La Paz ist nicht die Hauptstadt Boliviens, aber der Regierungssitz sowie das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum des Landes. Die Stadt liegt in einem Talkessel und erstreckt sich von 3500 auf 4000 Meter Höhe. La Paz ist damit die höchstgelegene Großstadt der Welt. Für die Besichtigung der Innenstadt ist es besser, wenn man nicht mit seinem eigenen Fahrzeug unterwegs ist, sondern auf die öffentlichen Verkehrsmittel ausweicht. Busse und Taxis halten ohne feste Haltestellen und mit ihnen kommt man fast überall problemlos hin. Außer auf dem Berg Chacataya. Der Berg ist etwa 30 Kilometer von La Paz entfernt und auf ihn hinauf gibt es eine richtig schlechte Schotterpiste. Sie führt zu einem Observatorium auf 5200 Meter Höhe und das ist unser persönlicher Höhenrekord mit dem Unimog.
Von La Paz aus sind es gerade mal ein paar Stunden Fahrt bis zum Titicacasee. Um weiter auf die Copacabana-Halbinsel zu kommen, brauchen wir eine Fähre. Deshalb wird der Unimog auf einen abenteuerlichen Motorponton verladen. Bei dem Geschaukel sind wir natürlich froh, dass wir damit nur eine halbe Stunde unterwegs sind und sicher am anderen Ufer ankommen. Die Grenze zwischen Peru und Bolivien verläuft direkt durch den See und in beiden Ländern kann man Bootsausflüge zu kleinen Inseln machen. Besonders berühmt sind dabei die schwimmenden Inseln der Uros in Peru. Die echten, reinrassigen Uros sind inzwischen ausgestorben. Die heutigen Bewohner der Inseln sind Nachfahren der Aymara und Quechua-Indianer. Sie leben vor allem vom Fischfang und den Touristen und zeigen den Besuchern, wie ihre Vorfahren früher gelebt haben. Die Gegend um den Titicacasee wird seit Jahrhunderten für Getreide- und Gemüseanbau genutzt. In einem kleinen Dorf in Peru spricht uns ein junger Mann an und auf seinem Hof erklärt er uns die Vorratshaltung. In den kleinen Schüsseln befinden sich verschiedene Körner und Kartoffelsorten. Der junge Mann lebt mit Eltern und Geschwistern auf dem Hof und die Gebäude haben sie selbst gebaut. Man macht das immer noch in der gleichen Art und Weise wie bereits zu den Zeiten der Inkas. Die Familie hat mehrere Lamas und Alpakas. Gemüse und Getreide bauen sie auf kleinen Feldern an. Wie die meisten Hochlandbewohner sind auch sie Selbstversorger. Hier im Hochland werden seit Jahrhunderten die gleichen Arbeitsgeräte eingesetzt. Tiere und Menschen erledigen gemeinsam die Feldarbeit. Man kann sich keine Maschinen leisten. Die anfallenden Arbeiten und Aufgaben werden seit Generationen durch gegenseitige Hilfe innerhalb von Familie und Verwandtschaft bewältigt. Ein wichtiges Ereignis für die Hochlandbewohner sind die wöchentlichen Märkte. Und dafür nehmen die Menschen oft einen weiten Weg in Kauf. Für sie ist es die einzige Möglichkeit, sich mit allem einzudecken, was sie nicht selbst anbauen. Auch für uns sind die bunten Hochlandmärkte immer wieder interessant. Schließlich sieht man hier Menschen mit unterschiedlichen Trachten und Kleidungen und wir haben viel Zeit damit verbracht, einfach irgendwo rumzusitzen und dem bunten Treiben zuzuschauen. In Peru trifft man überall auf Zeichen der Vergangenheit und jeden Tag gibt es was Neues zu besichtigen, so zum Beispiel die Grabtürme von Celustane. Sie sind von den Colla-Indianern vor allem im 13. und 14. Jahrhundert gebaut worden. Auch die gewaltigen Mauern von Sacsayhuaman sind ein wichtiges Bindeglied in die Vergangenheit. Die Festung war von übereinander liegenden Mauern umgeben, um die Stadt Cusco zu schützen. Mittelpunkt war damals wie heute die Plaza de Armas. Die Stadt liegt auf 3400 Meter Höhe und war das politische, religiöse und kulturelle Zentrum des Inka-Reiches. Anfang des 16. Jahrhunderts wurde die Stadt von den Spaniern erobert und bei einer Belagerung sind viele Tempel und Paläste zerstört worden. Nur wenige Grundmauern sind erhalten geblieben. So zum Beispiel dieser Stein mit 12 Ecken am ehemaligen Palast des Inka Roca. In diese Ritzen passt nicht einmal ein Blatt Papier hinein.
Von Cusco aus machten wir einen Ausflug zur größten Sehenswürdigkeit Südamerikas nach Machu Picchu. Die gut erhaltenen Ruinen liegen auf 2300 Meter Höhe und waren viele Jahrhunderte verschollen. Erst 1911 hat sie der Amerikaner Bingham wieder entdeckt. Wozu die Anlage früher genutzt worden ist, ist den Wissenschaftlern bis heute ein Rätsel. Nun geht die Zeit im Hochland zu Ende. Wir durchfahren die unterschiedlichsten Klimazonen und es geht wieder hinunter ins bolivianische Tiefland. Dort reisen wir dann auf einer einsamen Piste nach Paraguay ein. Das Ganze wäre kein Problem, aber leider fängt es an zu regnen und die staubige Piste wird zu Schlamm und Matsch. Wir rutschen mehr dahin, als dass wir irgendwie noch fahren. Von der leicht dammartigen Piste rutschen wir immer wieder ab und landen im Graben. Die ersten paar Mal schaffen wir es noch zurück auf die Piste und hoffen, dass der Regen bald aufhört und die Rutschpartie zu Ende geht. Wieder einmal hängen wir fest und dieses Mal endgültig. Wir versuchen mit allen Möglichkeiten, den Unimog wieder zurück auf die Piste zu bekommen. Doch weder Schaufeln noch Äste reichen aus, der Unimog steckt fest im Schlamm und bewegt sich nicht vorwärts. Uns bleibt nur noch der Einsatz der Seilwinde. Es ist das erste Mal in unserem langen Reiseleben, dass wir sie brauchen. Die 30 Meter Stahlseil reichen gerade aus, um den Haken auf der anderen Straßenseite an den Baum zu befestigen. Bei der Bergung müssen wir dann zum Filmen aufhören, denn das Stahlseil ist zum Zerreißen gespannt. Zentimeter um Zentimeter ziehen wir uns mit Unterstützung der Seilwinde aus dem Schlamm heraus. Nach ein paar Stunden haben wir es dann endlich geschafft und stehen wieder auf der Piste. Sonja hatte dann die Nase gestrichen voll. Wir sind jetzt in Brasilien unterwegs, dem größten Land in Südamerika, und wir wollen es von Süd nach Nord durchqueren. Als erstes fahren wir ins Pantanal. Es ist das größte zusammenhängende Feuchtgebiet der Welt. Im nördlichen Teil des Gebietes führt die sogenannte Transpantanaira ungefähr 150 Kilometer weit ins Pantanal hinein. Während der Regenzeit sind riesige Buschgebiete überschwemmt. Dann flüchten sich die Tiere auf die letzten trockenen Landflecken. In der Trockenzeit dagegen versammeln sich alle an den letzten verbliebenen Wasserstellen. Und so sehen wir links und rechts der Piste die Kaimane liegen. Was wir aber am meisten zu sehen bekommen, sind unzählige Vogelarten. Es wird geschätzt, dass es hier zwischen 600 und 700 unterschiedliche Arten geben soll. Ein Teil des Pantanals ist von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt worden. In anderen Teilen gibt es weiterhin große Rinderfarmen, die brasilianischen Fazendas.
Brasilien war vor allem im 19. und 20. Jahrhundert für viele Deutsche ein beliebtes Einwanderungsland. Die Menschen haben sich besonders im Süden und Südosten des Landes niedergelassen und Kolonien gegründet. Einer der bekanntesten Orte ist wohl Blumenau. In der Kleinstadt haben sich noch viele deutsche Traditionen erhalten. Wir sehen Fachwerkhäuser und werden immer wieder auf Deutsch angesprochen. Die größte Attraktion in Blumenau ist das Oktoberfest. Nach dem Original in München ist es das zweitgrößte Fest dieser Art. Es gibt ein eigenes Gelände dafür und auch außerhalb des Oktoberfestes gibt es hier verschiedene Veranstaltungen. Und hier ist es eben dieses hier oben. In den Souvenirläden kann man alles kaufen, was zum Oktoberfest gehört. Wird dort verkauft. Das ist Export. Das ist brasilianische Ware, die wird dort verkauft. Wir haben Glück und es gibt gerade ein Tanzfestival und bei Volksmusik und Schuhplatteln haben wir wirklich nicht mehr das Gefühl, in Brasilien zu sein. Aber eigentlich sind wir in Brasilien, um uns die berühmten Strände anzuschauen. Brasilien hat schließlich über 7000 Kilometer Küste und es gibt die unterschiedlichsten Strände. Auch das Freizeitverhalten der Brasilianer spielt sich oft am Strand ab. Surfen, kiten oder nur spazieren gehen. Jeder Brasilianer, der es sich irgendwie einrichten kann, verbringt seine freie Zeit am Strand. Wenn man so die Küste entlang fährt, dann kommt man um Rio de Janeiro nicht herum. Vom Berg Corcovado aus hat man den besten Blick auf die Stadt und zum Zuckerhut, dem Wahrzeichen Rios. Und die berühmte Christus-Statue wacht über Rio, das 24 Stunden nicht zur Ruhe kommt. Auf unserem weiteren Weg nach Norden liegt die Kleinstadt Paraty. Die historische Altstadt steht unter Denkmalschutz und ist für den Verkehr gesperrt. Die weißen Häuser mit den bunten Türen und Fensterrahmen sind wirklich sehenswert. Es ist gerade Fronleichnam und die Leute sind den ganzen Tag damit beschäftigt, alles für die Prozession am Abend herzurichten. Die Innenstadt wird mit Blumenteppichen verziert. Aus gefärbtem Sägemehl, Sand, Blumen und anderen Zutaten werden riesige Bilder auf den Straßen ausgelegt. Für die katholischen Brasilianer ist Fronleichnam bzw. Corpus Christi, wie es hier heißt, ein wichtiger Feiertag. Für uns ist Paraty aus einem anderen Grund wichtig. In einem Internetcafé bekommen wir die Nachricht, dass man unsere Flaschenpost gefunden hat. Diesem Fischer ist es zu verdanken, dass daraus eine unglaubliche Geschichte wird. Bei einem Spaziergang findet er die Flasche am Strand. Aber weil er die Nachricht nicht lesen kann, bringt er sie zur Polizei. Dort macht man sogar eine offizielle Anzeige über das Auffinden der Flaschenpost. Nachdem man unsere Nachricht übersetzt hat, weiß man, dass niemand in Not ist.
Aber die Polizei findet die Geschichte so gut, dass sie das brasilianische Fernsehen verständigt und wir verabreden uns mit dem Fernsehteam am Strand. Sie wollen alles von der Überfahrt und unserer geplanten Südamerika-Reise erfahren. Natürlich treffen sich dann alle Beteiligten noch einmal bei der Polizeistation und hier wird die Nachricht noch einmal fein säuberlich aus der Flasche herausgenommen. Wir sind erstaunt, dass der Brief so gut erhalten ist und dass man noch alles lesen kann. Inzwischen ist auch der Bürgermeister der Stadt da und auch ihm wird die ganze Geschichte noch einmal erzählt. Als wir damals die Flasche über Bord geworfen haben, hätten wir nie gedacht, dass wir damit eine solche Aufregung auslösen würden. Damit ist unsere Zeit an der Küste zu Ende. Wir fahren weiter ins Landesinnere von Brasilien. Wir wollen nämlich den Amazonas-Urwald durchqueren. Anfangs merkt man noch gar nicht, dass man durch Urwald fährt, denn links und rechts sind längst alle Bäume abgeholzt worden. Durch den Amazonas gibt es als einzige Nord-Süd-Verbindung die BR 163. Sie wird inzwischen als Amazonas-Autobahn oder Soja-Highway bezeichnet, weil sie für LKWs eine wichtige Verbindung von der Küste ins Landesinnere ist. Die Straße bzw. Piste ist über weite Strecken sehr einsam, aber es gibt ein paar Orte, in denen wir uns versorgen können. Es sind 1800 Kilometer von Cuiabá nach Santarém und viele Jahre war die sandige Piste nur in der Trockenzeit von Mai bis Oktober befahrbar. Aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung hat man jedoch vor einigen Jahren damit begonnen, längere Abschnitte auszubauen und sogar zu asphaltieren. Bilder von Schlamm und Matsch gehören mittlerweile der Vergangenheit an. Wir sind hier im Juni unterwegs und zu dieser Jahreszeit ist es sehr heiß und feucht. Am Abend, wenn wir mit dem Fahren aufhören, gönnen wir uns in einer der kleinen Kneipen erstmal ein kaltes Bier, bevor wir dann in den Unimog gehen und das Abendessen machen. Aufgrund der Nähe zum Äquator wird es bereits gegen 6 Uhr abends dunkel und bis dahin haben wir auch einen Übernachtungsplatz gefunden. Zum Essen gibt es oft schnelle Küche, damit sich der Wohnaufbau nicht noch mehr aufheizt. Wir lassen zwar den Ventilator durchlaufen und der Durchzug ist recht angenehm, aber es kühlt natürlich nicht richtig ab, weil es draußen ebenfalls warm ist. Selbst abends um 7 Uhr haben wir immer noch 35 Grad im Fahrzeug. Grad in unserem Sinne. Es gibt einen Knüppelmeter. An diesen Fahrtagen machen wir dann nicht mehr so viel. Sonja versorgt die Moskitostiche an ihren Beinen und ich kümmere mich um die Film- und Fotoausrüstung, denn beides muss ja am nächsten Tag wieder laufen. Das tägliche Filmen hinterlässt seine Spuren und der Staub von der Piste setzt sich in der Filmkamera in jeder Ritze fest. Deshalb muss hier gründlich geputzt werden. So gegen 9 Uhr abends ist es meistens soweit, dass wir müde in unsere Betten fallen
und höchstens noch Nachrichten von Deutscher Welle hören. 4 Tage vor dem ersten WM-Vorrundenspiel gegen Ägypten kam die Auswahl von DFB-Trainer Michael. An diesem Tag gibt es vor der Weiterfahrt erstmal eine Spritze. Eine Tetanusimpfung ist für die Auffrischung fällig, und weil wir bei den Reisevorbereitungen nicht wussten, ob wir zum Zeitpunkt der Impfung bei einem Arzt oder in einem Krankenhaus vorbeikommen, haben wir uns entschlossen, das Ganze einfach selbst in die Hand zu nehmen. Es ist das erste Mal, dass wir uns gegenseitig eine Spritze setzen. Wir haben uns in Deutschland alles dazu zeigen lassen, und bei einer intramuskulären Impfung in den Oberarm kann eigentlich nicht viel passieren. So haben sie uns zumindest gesagt. Wichtig ist nur, dass man die Haut vorher gründlich desinfiziert. Je weiter wir in den Amazonas hineinkommen, desto schlechter wird die Piste. Oft sind wir stundenlang bloß mit 20 Kilometern unterwegs. Einen gewissen Nervenkitzel bieten auf jeden Fall die kleinen Brücken. Gewichtsangaben gibt es keine, und manchmal sind die Bretter dermaßen schlecht verlegt, dass wir wirklich ganz genau fahren müssen, um nicht einzubrechen. Wir hoffen jedes Mal aufs Neue, dass die Konstruktion auch wirklich hält und nichts passiert. Für die 1800 Kilometer waren wir insgesamt 10 Tage unterwegs, und dabei haben wir keinen Ruhetag eingelegt. Als wir endlich in Santarém mitten im Amazonas angekommen sind, lassen wir als erstes den Unimog waschen. Mit dem Verschwinden des roten Staubes ist das Pistenabenteuer durch den Amazonas leider zu Ende. In der Stadt machen wir uns dann auf die Suche nach einer Reederei, die uns samt Unimog auf einem Schiff nach Manaus mitnimmt. Vão fazer uma belíssima viagem, não tenho dúvida disso. Recomendarei ao comandante da embarcação para dar atenção a vocês. Okay? Wir haben Glück, denn am gleichen Tag kommt ein Schiff an, mit dem wir nach Manaus fahren können. Am späten Nachmittag fahren wir auf die Baixa. Sie besteht aus 2 Plattformen mit einem Schubschiff dahinter. Nachdem die ganze Ladung verstaut ist, legt das Schiff ab, und für uns beginnt eine mehrtägige Fahrt stromaufwärts auf dem Rio Amazonas. Das Schiff ist regelmäßig zwischen Santarém und Manaus unterwegs und transportiert hauptsächlich LKWs und Container. Die Entfernung beträgt ungefähr 700 Kilometer, und wir werden dafür 3 Tage unterwegs sein. Und das Beste ist, dass wir sogar im Unimog übernachten können. Mit uns sind noch ein paar LKW-Fahrer an Bord, die diese Strecke schon mehrmals gefahren sind. Sie erzählen uns von den Gepflogenheiten an Bord. Wenn der Koch mit der Trillerpfeife erscheint, ist es das Zeichen dafür, dass das Essen fertig ist. Mittags und abends essen wir in einer kleinen Kombüse, nur das Frühstück machen wir uns selbst. Das Essen ist sehr einfach, schmeckt aber richtig lecker. Es gibt meist Nudeln, Reis, Gemüse und Fleisch.
Mehrmals sehen wir Fischer, die der Besatzung ihren Fang anbieten. Bezahlt werden sie nicht nur mit Geld, sondern man tauscht auch Fisch gegen Benzin. Der Fischfang ist für die Bewohner am Fluss lebensnotwendig und versorgt die Bevölkerung mit tierischem Eiweiß. Im Fluss soll es an die 5000 verschiedene Fischarten geben. Der Amazonas ist der wasserreichste Fluss der Erde. In ihn münden etwa 10.000 andere Flüsse. Als wir unterwegs sind, ist der Pegel gerade ziemlich hoch und deshalb kann das Schiff auch relativ nahe am Ufer entlangfahren. Wenn der Amazonas Hochwasser hat und weite Gebiete überschwemmt sind, kann er bis zu 100 Kilometer breit werden. Mit ungefähr 6.400 Kilometern Länge ist er außerdem der zweitlängste Fluss der Welt. Der Amazonas ist heute eine der Hauptverkehrsadern, sowohl für den Passagierverkehr als auch für den Gütertransport. Auch große Frachter können von der Mündung bis nach Manaus hineinfahren. Manaus ist die Hauptstadt des Bundesstaates Amazonas und liegt mitten im Urwald. Vom Hafen aus werden sowohl Waren als auch Passagiere in den typischen mehrstöckigen Amazonasdampfern in die Umgebung befördert. Schiffe sind hier das Haupttransportmittel, weil es kaum Straßen gibt. Manaus ist eine moderne Großstadt mit mehr als 2 Millionen Einwohnern und wenn man hier so unterwegs ist, hat man gar nicht das Gefühl, dass man sich mitten im Amazonas-Urwald befindet. Für die Weiterfahrt ist die BR 174 die einzige Überlandverbindung von Brasilien nach Venezuela. Dabei überqueren wir den Äquator zum ersten Mal mit dem Unimog. Die Einreise nach Venezuela verläuft ohne Probleme und wir kommen in die Gran Sabana. Das Gebiet ist eine Hochfläche im Südosten Venezuelas mit weiten, flachen Tälern und einzeln stehenden Tafelbergen. Hier gibt es unzählige Flüsse und Wasserfälle. Eine besondere Attraktion ist die Quebrada de Jaspe. Das ist ein Flussbett, das über mehrere 100 Meter vollständig aus dem roten Halbedelstein Jaspis besteht. Für uns gibt es immer wieder die Möglichkeit, einen kurzen Badestopp einzulegen. Auf der Weiterfahrt sehen wir zwar viele Wasserfälle, aber zum höchsten Wasserfall der Welt, den Salto Ángel, kommt man nur mit einem Flugzeug. In der Stadt Ciudad Bolívar chartern wir ein Flugzeug und vereinbaren mit dem Piloten, dass wir uns über die Gran Sabana und weiter zum Salto Ángel fliegen sollen. Der Wasserfall liegt im Nationalpark Canaima. Der Park ist bekannt für seine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt und seine unzähligen Wasserfälle. Der Salto Ángel hat seinen Namen von einem amerikanischen Buschpiloten, der Mitte der 1930er Jahre mit einem Kleinflugzeug auf dem Hochplateau gelandet ist. In Venezuela möchte man zwar seit vielen Jahren wieder seinen ursprünglichen Namen einführen, aber bis dahin wird der 1000 Meter hohe Wasserfall weiterhin Salto Ángel genannt.
Wir verlassen die eindrucksvolle Berglandschaft der Gran Sabana, fahren durch ganz Venezuela hindurch und erreichen Ende Juli Kolumbien. Es ist für uns das letzte Land auf dem südamerikanischen Kontinent. Von hier aus werden wir unseren Unimog nach Mittelamerika verschiffen. Vorher schauen wir uns noch Cartagena an, für uns die schönste Stadt Südamerikas. Die Altstadt ist aufwendig restauriert und gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Unser Verschiffungstermin ist für den 1. August angesetzt. Wir sind pünktlich am Hafen, weil wir das Verladen filmen wollen. Aber aufgrund von Sicherheitsbestimmungen wird uns das nicht erlaubt. Zumindest dürfen wir ein paar Fotos davon machen. Unser Unimog wird auf einem Frachter verladen, der unter anderem tausende Tonnen von Bananen nach Deutschland bringt. Per Kran verschwindet er unter Deck, während wir eine Kabine beziehen. Nach 3 Tagen und 4 Nächten erreichen wir die Karibikküste von Costa Rica. Und damit haben wir den Sprung von Süd- nach Mittelamerika geschafft. Was wir alles in Mittel- und Nordamerika erlebt haben, das zeigen wir im zweiten Teil unseres Filmes.